Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie zum Beispiel SSD, RAM oder Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Samsung Galaxy Book Pro und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellbezeichnung findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier übrigens auf der Rückseite und zwar hier unten. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Am Anfang noch schnell der Hinweis, dass dieses Netzteil hier nicht mehr lieferbar ist oder auch nicht mehr produziert wird. Und da würde ich aber empfehlen, da findet ihr bei uns im Shop die Delta-Netzteile. Die sind super günstig zur wirklich gleichen Leistung. Kann ich da also nur empfehlen, falls ihr ein neues Netzteil für das Gerät sucht. Ansonsten kann man zu dem Gerät noch sagen, dass das Display nur als komplette Einheit erhältlich ist. Also das heißt inklusive Deckel, ja, eben die komplette Einheit. Und die muss man dann natürlich auch tauschen. Bei der Tastatur ist es so, die kommt genauso wie das Touchpad zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät jetzt aufzuschrauben, muss man zuerst die Schrauben entfernen. Und das sind in dem Fall nur diese 4. Und die sind auch unter so Schutzkappen drunter. Zeige ich euch mal hier. Das heißt, wenn man das Gerät hat, sieht das quasi dann so aus. Und dann kann man das einfach mit einer kleinen Hilfe hier unten wegziehen. Und darunter sind dann die Schrauben. Das sind, wie gesagt, 4 Schrauben. Die sind auch alle gleich lang. Und wenn man die draußen hat, kann man die Unterseite abnehmen. Und generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Da findet ihr alles, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Die habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgesucht. Und sowohl für diese Schrauben als auch für alles, was man im Gerät vielleicht noch machen muss, kann man dann hier einfach ein PH0 als Aufsatz nehmen. So, wenn alle Schrauben draußen sind, wie gesagt, die Unterseite hier, die ist extrem dünn, also wirklich ja, papiermäßig fast schon. Das Grundprinzip ist aber bei allen Laptops das gleiche. Man sieht hier die Verbindungslinie und dann versucht man im Grunde genommen irgendwo eine Lücke zu finden. Ich nehme jetzt hier einen der Öffner aus dem Werkzeugset und ich versuche das auf der Rückseite und probiere das schon erstmal so ein bisschen nach oben zu hebeln. Und das kann, wie man hört, auch echt laut knacken. Und auch wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde, ist das am Anfang ein bisschen schwerer. Oder was heißt schwerer? Es hält einfach noch ein bisschen besser. Aber vom Grundprinzip her hebelt man im Grunde genommen hier die Unterseite so ein bisschen nach oben. Und wenn man dann wie hier eine Lücke hat, kann man dann eben sich hier um das Gerät herum arbeiten. Und wie gesagt, in kleinen Schritten würde ich das hier machen. Das laute Knacken ist völlig normal. Und dann geht man so um das Gerät herum. Und da auch, wie gesagt, nichts mit Gewalt. Wenn das mal irgendwo nicht so gut geht, dann sucht man sich einfach eine andere Stelle, wo man weitermachen kann. Und irgendwann kann man dann meistens hier, ja, und das meine ich, das ist eben jetzt wirklich, ich würde da gar nicht zu viel hebeln, das ist super dünn. Wenn das jetzt hier noch ein bisschen klemmt,
dann einfach lieber in aller Ruhe nochmal weitermachen auf der anderen Seite, bis man wirklich die Unterseite quasi von allein schon in der Hand hat. Genau so. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres hier machen, auf jeden Fall immer als allererstes den Akku vom Mainboard trennen, damit das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und in dem Fall sehen wir hier den Stecker. Der ist hier so richtig, der sitzt da so drin. Das heißt, der wird nicht rausgezogen, sondern nach oben hin einfach rausgehebelt quasi. So einfach, ja. Schauen, dass man das hier nicht löst, aber das ist ansonsten ziemlich einfach. Was wir hier noch sehen können, ist, dass der RAM aufgelötet ist, nämlich hier. Das heißt, den kann man nicht tauschen oder erweitern. Dann sehen wir hier eine SSD, das ist in dem Fall jetzt eine verkürzte SSD. Passt jetzt aber auch hier, gibt es noch einen zweiten Steckplatz, da kann man also auch noch eine zweite lange SSD einbauen. Dann sehen wir hier natürlich den Heatsink und den Lüfter. Dieses Board hier gehe ich davon aus, dass man das auch einzeln bestellen kann. Da sehen wir auch das WLAN-Modul, das ist in dem Fall auch direkt aufgelötet. Kann man jetzt also auch nicht einzeln tauschen. Und ja, falls es eine CMOS-Batterie gibt, ich sehe jetzt im Moment keine, dann könnte die unter dem Akku sein. Und das wäre jetzt auch das nächste, was wir machen. Und der Akku wird nur von diesen Schrauben hier gehalten. Das heißt, sobald man die gelöst hat, kann man den Akku einfach nach oben aus dem Gerät nehmen und so gegebenenfalls auch tauschen. Und ja, da sehen wir, es gibt also keine CMOS-Batterie bei dem Gerät. Das Touchpad sehen wir hier noch, wie gesagt, das kommt zusammen mit dem Topcase. Gut, wie eingangs erwähnt, RAM gibt es nicht, aber eine SSD. Und SSD tauschen oder einbauen ist beides super einfach. Die werden nämlich immer nur von einer Schraube hier hinten gehalten. Das heißt, sobald man diese Schraube hier draußen hat, kann man die SSD hier nach hinten hin rausziehen. Und so gegebenenfalls tauschen oder auch nachrüsten. Hier ist es auch so, beim Einbau, die geht nur in eine Richtung. Das ist dann extra so gemacht. Die würde jetzt so gar nicht hier reinpassen. Und bei einer langen SSD jetzt zum Beispiel, das ist das gleiche Prinzip. Ne? Die kommt dann eben hier rein und wird hier verschraubt. Und in dem Fall machen wir die aber natürlich in ihren passenden Slot zurück. Einfach wieder verschrauben. Ja, so schnell geht das. Den Lüfter kann man bei dem Gerät auch einzeln tauschen. Der wird von diesen 3 Schrauben hier gehalten. Und in dem Fall sehen wir hier einen Anschluss, der tatsächlich für Lüfter eher ungewöhnlich ist, nämlich mit einem Breitbandkabel. Und da ist es so, den Stecker hier, da kann man nicht einfach dran ziehen, den muss man erst aufklappen. Ja, und ich hoffe, dass man das hier einigermaßen sehen kann, aber der geht in dem Fall in diese Richtung auf. Das heißt, von der Seite klappt man den hier auf und dann kann man das Kabel hier eben rausziehen. Genau, und sobald man dann die Schrauben hat, kann man den Lüfter ganz einfach nach oben aus dem Gerät nehmen und ja, in umgekehrter Reihenfolge dann eben auch wieder verbauen. Das kommt hier einfach wieder auf die Gewinde drauf. Die haben auch hier so kleine Ausbuchtungen quasi, also der fällt dann wirklich quasi perfekt wieder in seinen Platz. Beim Kabel wieder verbinden, ich mache das gerne gleich ganz am Anfang, dass man es nicht vergisst, das ist nämlich ärgerlich. Da auf jeden Fall schauen, dass der Stecker auf ist und dann das Kabel
bis zu dieser weißen Linie, die man hier wahrscheinlich hoffentlich sehen kann, wieder in den Stecker zurückstecken. Genau so, dann zuklappen und dann einfach wieder verschrauben. Ja, und sollte man zum Beispiel mal dieses Board hier entfernen müssen oder austauschen müssen, diese Stecker funktionieren im Grunde genommen alle so. Die werden alle erstmal aufgeklappt. Dann kann man das Kabel rausziehen. Genau wie der wird nach oben geklappt und man kann das rausziehen. Genau, also so funktionieren diese Stecker hier. Gut, bauen wir den Akku wieder ein. Auch das ist super einfach. Auch der kommt einfach wieder auf die vorgesehenen Öffnungen. Auch der ist so eingefasst, dass der sich nicht weiter bewegt, kein Spiel hat. Dann muss man den nur wieder verschrauben. Und ganz zum Schluss natürlich nicht vergessen, auch den Akku wieder zu verbinden. Auch der kommt jetzt einfach wieder von oben hier drauf. Und da auch schauen, dass der wirklich richtig drin sitzt. Das merkt man, wenn der hier quasi eben ist. Und ja, dann kann man das Gerät eigentlich auch wieder zumachen. Ja, und dafür legt man jetzt einfach die Unterseite wieder von oben auf das Gerät und drückt die dann eben wieder zu. Und das ist genau wie beim Öffnen auch so, das knackt dann oft. Und dann muss man eben schauen, dass die wirklich überall geschlossen sind. Ja, also wirklich einmal drumherum gehen und schauen, dass hier nirgendwo mehr eine Lücke oder eine Öffnung zu sehen ist. Gerade auch auf der Rückseite. Und ja, dann müssen nur die Schrauben wieder rein, die Gummifiese drüber und so schnell hat man das hier erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.